Na, hast du wie ich auch keine Lust mehr auf leuchtendes Kürbisgemüse an Halloween und stehst auf echte Monster wie ich? Dann ist dieses Fimo Frankenstein Teelicht etwas für dich. Es ist sowohl für elektrische als auch echte Teelichter geeignet. Außerdem kannst du es oben mit einem Deckel verschließen. Für die untere Hautschicht des Fimo Frankensteins mische ich die 3 Fimo-Farben Weiß, Grün und Gelb. Für die obere Hautschicht mische ich ebenfalls 3 Fimo-Farben Weiß, Grün und Oliv. Nach dem Mischen sollten deine beiden Fimo-Farben in etwa so aussehen. Das helle Fimo-Grün rolle ich auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Das dunkle Fimo-Grün rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Als Untergrund für meinen Fimo Frankenstein verwende ich eine Tasse. Damit der Kopf nicht anklebt, bepinsele ich die Tasse mit weißer Kreide. 1/4 meiner Tasse habe ich mit dem hellen Grün eingepackt. Nun nehme ich das dunkle Grün, lege es darüber und schneide dann die Konturen nach. Nach dem Einpacken sieht meine Tasse so aus. Mit Hilfe der Schablone habe ich das Gesicht von Fimo Frankenstein übertragen. Anschließend nehme ich die kleine Nase und setze sie auf. Für die Augenpartie nehme ich eine dünne Fimo-Wurst. Die Übergänge verstreiche ich mit dem Dotting-Tool. Deine Nasen- und Augenpartie sollte so aussehen. Ich nehme ein spitzes Messer und schneide damit die Gesichtspartien ein. Ich beginne mit dem Mund. Dann schneide ich die Nasenlöcher aus. Auch die Narben schneide ich mit dem Messer aus. Zu guter Letzt schneide ich die Augen ein. Hier schneide ich nur die erste Schicht weg. Für die Augen nehme ich dünne, dunkelgrüne Adern. Diese setze ich in die Augen ein. Auch die Narben werden von mir verziert. Dafür nehme ich das kleine Dotting-Tool und setze parallel zur Narbe kleine Löcher. Mit dunkelgrüner Kreide und einem kleinen Pinsel betone ich nun einzelne Partien des Monsters. Zum einen das Auge, zum anderen betone ich die Narben. Für das Auge von Fimo Frankenstein mische ich mir 4 Fimo-Farben. Dafür verwende ich jeweils die Fimo-Farbe Transluzent Weiß. Diese mische ich mit Weiß, Gelb, Gelb und Schokolade und Schokolade. Nach dem Mischen solltest du diese 4 Fimo-Farben haben. Das Fimo Weiß mit Transluzent rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Gelb mit Transluzent rolle ich ebenfalls auf Stufe 5 aus. Das Fimo Hellbraun rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Die Fimo-Farbe Schokolade rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Meine 4 Fimo-Farben schneide ich in gleichmäßig breite Streifen. Die Streifen teile ich nun mit dem Messer in unterschiedlich große Stücke. Aus den 4 Fimo-Farben lege ich mir nun meine Regenbogenhaut. Ich beginne mit Gelb, dann folgt ein kleines bisschen Weiß, dann das helle Braun, anschließend das dunkle Braun und wieder etwas Fimo-Weiß. Meine Regenbogenhaut sieht so aus. Ich reduziere nun mein Fimo-Stück. Meine Cane habe ich reduziert. Mit dem Messer teile ich diese in 1 cm große Stücke. Die Cane-Stücke habe ich aufgestellt und nebeneinander aufgereiht. Für das Auffüllen des Auges verwende ich nun die Fimo-Farbe Weiß und Schwarz. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Die Cane-Stücke habe ich zum Kreis zusammengedreht. Die Mitte fülle ich nun mit Fimo Schwarz auf. Den Rand fülle ich mit Fimo Weiß auf. Dann wird die Cane reduziert. Die Cane habe ich ganz klein reduziert. Davon schneide ich mir ein Stück ab. Das Stück forme ich dann zum Auge. Das Auge setze ich in Frankensteins Gesicht ein. Anschließend backe ich die Tasse samt Gesicht 30 Minuten bei 110 Grad.
Für die Seitenteile des Fimo Frankensteins lege ich wieder eine helle Schicht Fimo Grün auf die Tasse. Ich habe mir die Haut samt Ohren aus einer dunklen Schicht Fimo Grün ausgeschnitten. Hinter das Ohr lege ich eine dünne Schicht Backpapier, dann drücke ich die Haut an. Aus mehreren Fimo-Würsten lege ich das Ohr von Fimo Frankenstein. Die einzelnen Würste verstreiche ich mit dem Dotting-Tool. Die Fimo-Farbe Schokolade rolle ich auf Stufe 3 der Pastamaschine aus. Nach dem Modellieren sieht das Ohr so aus. Ich hebe nun das Backpapier an und lege dahinter die Haare des Fimo Frankensteins. Ich entferne das Backpapier und drücke dann das Ohr ganz leicht nach hinten an. Mit dem Fimo-Messer schneide ich dem Fimo Frankenstein Ohrlöcher. Auch diese Kopfhälfte verziere ich mit Narben und bepinsle diese anschließend mit grüner Kreide. Meine Kopfhälfte backe ich nun 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen habe ich für meine Fimo Frankenstein Laterne diese 4 Elemente. Die Rückseite besteht innen aus einem hellen Grün, außen ist sie schokoladig. Ich verbinde die Elemente, dafür bestreiche ich die Seiten mit Sekundenkleber. Ich verklebe nun die Seitenteile und lege sie für einen Moment zum Trocknen auf die Seite. Innen verbinde ich die beiden Teile mit Fimo und verstreiche die Übergänge mit Hilfe des Dotting-Tools. Die Innenseite ist komplett mit Fimo aufgefüllt, nun wird auch die Außenseite mit Fimo gefüllt. Ich habe alle 4 Teile zusammengefügt. Mein Fimo Frankenstein Teelicht sieht nun so aus. Die Fimo-Farbe Schokolade rolle ich auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Auf die Haare lege ich das dünn ausgerollte Fimo auf. Ich modelliere die Haare des Fimo Frankensteins. Die Haare meines Fimo Frankensteins sehen so aus. Mit dem Dotting Tool habe ich feine Linien in das Haar gezogen. Das Teelicht schließe ich mit einer Lage Backpapier, darüber lege ich eine Schicht Fimo Braun. Beides backe ich nun 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen erhält der Deckel eine zweite Schicht Schokolade. Diese bekommt die typische Haarstruktur. Anschließend backe ich den Deckel erneut 30 Minuten für 110 Grad. Für das Auge des Fimo Frankensteins habe ich mir Resin angemischt. Das Resin fülle ich in das Auge meines Fimo Frankensteins ein. Wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.